Ja, und wieder mal Buongiorno, ihr Lieben. Ja, hallo. Nachdem wir am Gardasee ja einige Städte besichtigt haben und euch vorgestellt haben, möchten wir jetzt in der Toskana auch die Landschaft genießen und euch vorstellen. Und insbesondere einen ganz beeindruckenden Strand. Da haben sogar schon Filmaufnahmen stattgefunden und uns gefällt der auch sehr gut. Also auf dem Weg übernachten wir da noch mal eben und dann melden wir uns nach dem Intro wieder. Ciao! So, der Regisseur hat mich zur Fotokamera und Assistentin ernannt und ich bibber, ob das was wird. Kann ja nicht schief gehen. Ah ja. Ja, wir sind ja heute Morgen am Gardasee gestartet, Richtung, wo wollen wir hin? Toskana. Genau, Richtung Toskana, genau. Jetzt haben wir die Emilia-Romagna, also die ganze Ebene schon hinter uns gelassen und sind jetzt auf dem Weg nach Barberino di Mugello. Das ist ein kleiner Ort an so einem kleinen schönen See. Jetzt komme ich nicht auf den Namen. Kurz vor Florenz. Also wie gesagt, alles nicht gehört. Müssen mal gucken, wie es da ist. Ja, Kurven und Kehren ohne Ende. Wird einem schon ganz schön mulmig. Aber Ralf fährt sicher da durch. So, jetzt kommen wir der Sache doch schon langsam näher. Nach Ralfs Berechnungen, beziehungsweise unseren Angaben der Technik, soll es nur noch 20 Minuten sein. Mal sehen. Ja, hallo ihr Lieben. Hallo. Ja, wir melden uns hier vom Lago di Bilancino. Genau, wir sind hier gelandet per Zufall, denn unser eigentliches Ziel war suboptimal. Nein, das Ziel war schon dieser See, allerdings der Ort Barberino di Mugello. Da ist ein Stellplatz auf der Promobil-App zu finden gewesen. Mit 100 Plätzen und allem drum und dran, Wasser, Dusche, Strom und WLAN. Hast du nicht gesehen? Ja, ja. Und dann sind wir da angekommen. Tor zu, okay, so ist es beschrieben. Da sind 3 Handynummern angegeben. Wir haben ungefähr 20 Minuten gebraucht und 10 Versuche, bis sich jemand gemeldet hat. Ja. Dann haben wir einen Zugangscode bekommen für dieses Tor und gleichzeitig den Hinweis, es gibt kein Wasser. Ja, und das war noch längst nicht alles. Also die Toiletten und die Dusche und auch die Spülgelegenheiten waren total versifft. Anders kann ich das jetzt mal gar nicht ausdrücken. Auch nach Campermaßstäben, der vielleicht nicht wirklich so ganz überkritisch sein sollte. Aber das war ein No-Go. Außerdem war das Wasser in meinen Augen abgestellt. Weshalb das so sein musste, weiß ich nicht, wurde uns auch nicht gesagt. Aber wir waren irgendwie auch angeekelt. Der Platz war sonst, ich glaube, man konnte noch Grauwasser ablassen. Ja, ja, die Lage ist eigentlich sehr schön. 100 Stellplätze, also da könnte man wahnsinnig was von machen. 2 Mobile standen auf dem Platz. Ja, ist auch verständlich. Wir sind ja auch dann sofort weitergefahren, weil uns das da so runtergekommen, die Anlagen, auch wenn... Also ich denke, das hatte schon seine Gründe, warum alles abgestellt war. Ja, also ich hatte mir vorgestellt, hier an dem schönen See, das ist ein Stausee mit sehr klarem Wasser und Bademöglichkeit, vielleicht sogar 2-3 Tage zu bleiben, um mit dem Fahrrad noch ein bisschen zu fahren oder die kleine Wanderung zu machen. Ja, ja. Ja, wir sind ja nie so die Dauersitzer vorm Camper, sondern unternehmen gerne was.
Aber da war uns schnell klar, das machen wir nicht. Wir sind sofort weitergefahren. Ja, wir haben dann auf der Park4Night-App hier einen Parkplatz an einer Strandbar gefunden. Genau. Ja, da waren wir vorhin schon am See, haben ein bisschen was getrunken. Dann habe ich nochmal nach Frischwasser gefragt, ob ich vielleicht irgendwie 10, 20 Liter Frischwasser haben könnte. Nein, das wäre jetzt leider nicht möglich. Naja, bin ich ein bisschen enttäuscht, ich aber glaube, da war wohl eher nicht die Bereitschaft einfach da. da, okay. Ne, aber egal, wir stehen hier schön und für morgen, für eine Katzenwäsche vielleicht reicht es Und für einen noch. Kaffee wird es vielleicht auch noch reichen. Das sehen wir dann Genau. morgen früh. Also Genau. wir sind ja mit allen Problemen vertraut und das wäre nicht das erste Mal, dass irgendwas nicht so klappt, wie man sich das vorgestellt hat. Genau, ja. Aber Und davon lassen wir uns noch lange nicht vertreiben. nein, natürlich nicht. Und morgen geht es dann weiter. Da wollen wir ans Mittelmeer, in die Toskana, Ja, da freue ich mich schon drauf. in auf die die Nähe tollen von Strände. Grosseto, Peschiera, wie heißt das da? Peschiera? Castello de Peschiera oder so ähnlich. Castiglione ja, genau. Castiglione del Peschiera, genau. Ist auch ein sehr, sehr, sehr schöner Ort, wo wir schon mal waren und auch wirklich sehenswert. Schöne Geschäfte, ein toller Hafen und natürlich Gelato. Und wenn wir dann noch einen Platz auf unserem Wunschcampingplatz bekommen, Ja, der hat Cielo nämlich- Verde, denn der hat nur 3 Monate im Jahr geöffnet. was kurios ist und wir eigentlich nicht uns vorstellen können, dass das nur wirtschaftlich ist, aber Nee. so what. Ist aber so ein Luxusplatz und ja, da versuchen wir es morgen einfach mal. Genau. Und wenn es klappt, werdet ihr das sehen. Ja, kommt einfach mit, dann werdet ihr es ja mitbekommen und wie gesagt, wenn das nicht klappt, klappt das nächste. Wir werden schon irgendwo unterkommen. Und wenn gar nichts klappt, klappt alles zusammen. Nein, nein, nein. Doch. Also eine coole Location hatten wir auch schon lange nicht mehr, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, Und so ganz für uns allein. genau. Die Nacht total ruhig geschlafen. Ja, die Luft klar und herrlich. Ah, Die Sonne geht auf, der Oh. Morgentau. Ach, wir sind total hingeweckt. So, jetzt kann der Opa hier mal das Frühstück auf den Teller bringen, was die Oma ihm heute Morgen gemacht hat. Mal ganz was Leckeres. Unsere Reste. unsere Reste. Reste vom Schützenfest, aber lecker. ich jeden Morgen Reste essen? Ja, ich glaube schon. So, Ja, dann lass es dir schmecken. mache ich. Ja, jetzt noch mal ganz kurz etwas zu unserem Luxus-Campingplatz Cielo Verde. Da müssen wir die Meinung etwas revidieren, glaube Ja, müssen wir doch etliche Abstriche machen. Die Sanitäranlagen sind sauber, aber doch sehr veraltet. Auch die Wege zwischen den einzelnen Anlagepunkten sind die ganzen Stolperfallen. Wir haben auch erlebt, dass eine Frau böse gestürzt ist. Man sollte also wirklich sehr gut aufpassen. Es ist riesig. Ja, das ist eine Anlage mit 1260 Stellplätzen auf 60 Hektar. Also man kann sich wirklich verlaufen. Man braucht eine Zeit, um sich dort zu orientieren. Ja, Ja, aber es ist alles Mögliche vorhanden. Es ist eine Bar, mehrere Restaurants, die auch sehr gut angenommen werden. Und auch ein Supermarkt und alles Mögliche. Ein Schwimmbad ist auch da, das haben wir zwar noch nie genutzt. Aber auch ein Shuttlebus zum Strand. ja so ein Train. So Ja, ne? so ein Roller Roland, wie man die in Deutschland auch öfter sieht. Genau. Ja, also sonst muss ich sagen, man braucht schon mehrere Tage, um da zielsicher von A nach B zu kommen und zu sagen, ah, ich gehe jetzt zum Market und dann komme ich da auch an. Strandartikel können natürlich überall gekauft werden. Also Ja, es gibt alles. Ne? ja, Ähm, Essen ist auch in Ordnung. Ja, Also der Weg bis zum Strand, also wenn es da diesen kleinen Pendelzug nicht gäbe, der Weg ist ungefähr 1,5 Kilometer. ja, Ne, da, so groß ist der Platz im Prinzip. Der liegt in einem riesigen Pinienwald. Und ein herrlicher Duft. vom Ausstieg nachher sind es nochmal ungefähr 200-300 Meter bestimmt. Ja, ja, ne? ja. Bis zum Strand. Also
da sind natürlich dann auch hunderte Also liegen und Fahrradstellplätze alles und mögliche, ja. kleine Bar ist da auch wieder. Also es ist für alles gesorgt, jede Menge Liegen und Sonnenschirme. Also das will ich gar nicht sagen, aber der Eindruck vom Campingplatz macht sich natürlich auch an den Sanitäranlagen aus. Und da muss ich sagen, nee, da könnten sie ja. wirklich mal was tun. Also Also da muss unbedingt was getan werden. Ja. Also Sanitäranlagen sind zur Genüge auch vorhanden. ja, sehr Ja, viele. allerdings auch viele französische Toiletten, Ja. kein Toilettenpapier, ich Ja, glaub auch und das keine ist für einen Seife, 4 Stunden, 4 4 Sterne. Nee, also die Campingplatz. Sterne hätte ich nicht vergeben. Ne? Da würden höchstens mal 3 bei gutem Willen Ja. angezeigt. Ja. Okay, trotzdem sind wir da ein paar Tage geblieben, Ja. weil uns der Strand so gut gefällt. Ja, und die Pinien, der Duft, das ist schon schön. Aber wie gesagt, es gibt auch so ein paar Negativaspekte. Aber die anderen Eindrücke kommen jetzt im Anschluss. Ja, viel Spaß dabei. Ja, heute Morgen sind wir mit den Rädern nach Castiglione reingefahren und zeigen euch jetzt mal ein paar Aufnahmen von der wunderschönen Altstadt. Ja, hier rechts hinten sehen wir im Meer die Insel Elba vor uns. Dann in der Mitte folgt jetzt die Insel Monte Cristo, nach dem berühmten Grafen. Und links die Insel Giglio, die auch eine traurige Berühmtheit erlangt hat, wie ihr alle wisst.
hier unten am Hafen gibt es die Cremeria Corradini. Eine außergewöhnliche Eisdiele mit Sorten, die ich noch nie gesehen habe. So schmackvoll. Zum Beispiel ein Pistazieneis, was ich liebe, habe ich so noch nie gegessen. Ein Schokoeis mit Orangenschalen, einfach traumhaft. Man kann alle Sorten nehmen, die schmecken alle. Ja. Ja, der Strand hier in Principina a Mare vor den Campingplätzen ist riesig groß, flach, sauber, auch sehr gut für Kinder geeignet. Das geht ganz flach ins Wasser. Und dann geht er über in einen Naturstrand, der schon am Rande des Naturschutzgebiets der Maremma gehört. Hier an diesem Strandabschnitt gibt es ganz viele Hütten, die aus Treibholz zum Teil ganz kunstvoll gebaut worden sind. Ja, jeder hat da, glaube ich, seiner Fantasie freien Lauf gelassen und die werden auch bewohnt in Anführungsstrichen. Da legen die Leute sich rein, haben ein bisschen Schatten. So, nur mal eine kleine Erläuterung. Wir haben in der Toskana schon mehrere Aufenthalte gehabt. Die Toskana ist ja ein Traumziel, würde ich sagen. Sehnsuchtsziel. Ja. Diesmal haben wir viele Orte, die wir damals besucht haben, nicht besucht, weil wir auch noch andere Ziele hatten. Ganz besonders ist natürlich Florenz, der Dom. Wir haben da sehr lange anstehen müssen, also von außen die Umgebung sehr sehenswert, aber der Dom innen drin hat mich doch enttäuscht. Die Kuppel war auch als Baustelle verhangen. Der Dom in Siena allerdings, den fand ich wirklich beeindruckend und auch die Stadt an sich hat Also wenn mir... ihr wählen müsst, Dom in Siena oder Siena überhaupt ist schon... Ja, oder ja, schreibt uns toll. einfach, wie ihr das seht. Ne? Genau. Jeder hat ja eine andere Warnung. Ja, Dann stimmt. Ja, Certaldo, so ein kleiner Ort, da geht eine Zahnradbahn hinauf in die Altstadt. Das ist der Ort, wo Giovanni Boccaccio gestorben, vielleicht auch geboren ist, der das Decameron geschrieben hat. Und Ja. das ist auch sehr beeindruckend, Absolut. sehr traditionell. Wir hatten da einen Umzug miterlebt, das war schon sehenswert und natürlich jede Menge super schöne, Ja. wie heißt dieses Glas noch? Murano-Glas? Ja, Murano-Glas Schmuck, also wirklich sehenswert. Okay. Ja, Pitigliano, diese Stadt auf dem ganz steil abfallenden Tuffsteinfelsen, ganz exklusiver Ort auch, also ganz enge Gassen. Also man kann da auch sofort einen Mittelalterfilm drehen, man braucht da nichts Ja. dekorieren.
Ja, wir haben ja. auch da zum ersten Mal eine Synagoge besucht, denn die Juden waren auch in früheren Zeiten, wie wir alle wissen, nicht gern gesehen. Die mussten teils außerhalb der Städte oder irgendwo abseits In wohnen. dem Fall bei Pitigliano In, unterhalb, ja, in in den Katakomben. Katakomben, Ja. um sich vor Verfolgung ein bisschen zu schützen. Mhm. Das war für uns sehr lehrreich, denn sowas hatten wir noch nie gesehen. Nee. Und man war schon von dem Grauen erfasst, dass Menschen dazu gezwungen werden, praktisch ohne Tageslicht da zu leben und praktisch autark zu leben. Ja, ja dann der Ort San Gimignano, der von Weitem schon an seiner Silhouette mit den hohen Türmen, mit diesen Geschlechtertürmen sehr gut zu erkennen ist. Lohnt sich auch auf jeden Fall, ihn zu besuchen. Jedes Geschlecht hat immer versucht, den höheren Turm zu bauen. Das war dann ein Zeichen des Wohlstandes. Des Erfolges. Ja, sehr interessant auf jeden Fall. Ja, da gab es natürlich auch mich als Eisliebhaberin lässt sowas ja nicht kalt, eine ganz besondere Eisdiele. Der hat wohl schon mehrere Ja, Weltmeister der Weltmeistertitel Eis. gewohnt. Genau. Also man konnte es an der Schlange feststellen, aber es Ja. lohnt sich. Auf jeden Fall. Ja, Volterra haben wir besichtigt. Ja. Und in Saturnia sind wir gewesen. Saturnia, ein ganz kleiner Ort. Allerdings beeindruckend sind die Sinterterrassen mit dem heißen Wasser, mit dem warmen Wasser. Also da fließt das ganze Jahr über einen Wasserfall, Sohlebecken 37 auch, Grad, ne? 37 Grad heißes Wasser oder warmes Wasser. Man kann sich da reinlegen. Ist Es ist wie kostenlos. herrlich. Ja, also Es gibt ganz dann toll. natürlich jetzt nicht die großen Sanitäranlagen, wo man Nee. dann da muss man dann im Camper oder auf dem nächsten Campingplatz dann sich wieder von Ja. diesem In der Nähe gibt es ja einen Stellplatz, der Ja. ist allerdings auch unter aller Sau, aber Ja. wenn man seinen Camper hat, kann da man ist, sicher da duschen. da ist man gut versorgt, denke Ja. ich mal. Ist Ja, auf jeden Fall ein Besuch wert und ich habe das den ganzen Tag mit Ralf genossen. auf jeden Fall, ja, das war toll. Ja, das war unsere Toskana-Tour und Ja. jetzt geht's weiter. Wohin? Wohin geht's denn weiter? Nach Rom!